Moin, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Höhenblau. Wir sind hier auf dem Gelände von Tiny House Campus und hier stehen echt ein paar richtig schicke Tiny Häuser. Sollen wir euch die mal zeigen? Was für welche? Absolut. Leute, so eine Vielfalt, also so viel Gehirnschmalz reingesteckt. Das lohnt sich. Komm, wir gucken sie uns mal an. So, hier haben wir jetzt Mobi 2. Mobi 2 hat eine ganz tolle Besonderheit, wie ihr seht. Mobi 2 hat eine wunderschöne Terrasse mit einer Pergola. Wow, ja. Das ist farblich auch gleich alles schon mit abgestimmt, wie ihr seht. Und das Haus bieten wir tatsächlich, so wie es hier steht, zusammen auch nur an. Ne? Also mit Terrasse. Wir gehen mal rein. Huch. Also, wir sind hier in einem Mobi 2. Das Mobi 2 heißt hier Snowdrop. Alle unsere Tinys haben ja einen Namen, wie ihr mittlerweile schon wisst, damit wir die nicht vertauschen. Und das ist Mobi Snowdrop. Wie viele Versionen habt ihr denn aktuell hier? Oh, von Grundrissen oder Ausstellungsstücken? Sowohl als auch? Sowohl als auch. Naja gut, okay. Im Moment haben wir tatsächlich, ich glaube, 13 Häuser hier und okay. Ein Haus noch zusätzlich als Niedrigenergiehaus. Ja. Allerdings ist das kein Tiny, es ist ein Modulhaus. Und dann haben wir von den Grundrissen her, wir haben jetzt schon drei verschiedene gesehen, 4, 5, 6, 7 verschiedene Grundrisse, würde ich sagen. Wow, ist ja Wahnsinn, ne? Was man auf der kleinen Fläche auch immer machen kann. Ihr werdet euch wirklich noch wundern, was ich euch zeige. Also wir haben uns viel Gedanken gemacht und wir haben so einen Spaß und so eine Freude daran. Und das letzte Tiny, was ich euch zeige, das ist das Tiny. Wer da drin steht, der sagt immer sofort, wow, will ich haben. Okay. Da habt ihr die Verträge schon auf dem Tisch liegen. Ja, so fast. Ja, sehr gut, sehr gut. Die Mobi 2 stechen heraus durch die Dachgauben, wie ihr seht, links und rechts. Wir haben hier auf den Seiten auch nochmal 2 Dachgauben, um eben genug Kopffreiheit zu bekommen. Das hast du gut gemacht, Charlotte. Die meisten vertreten sich nämlich hier, weißt du das? Weil wir Erwachsenen, wir fangen immer an mit einer Stufe, bleiben stehen und wollen dann wieder die gleiche Seite losgehen. Und dann vertritt man sich, weil ja hier nichts ist. Aber du bist richtig schön hoch. Hast gut gemacht. Machen die meisten nicht. Ihr könnt also auch von oben das Licht wieder ausschalten. Man muss also nicht wieder runter, um das Licht auszuschalten. Das wollte ich eigentlich demonstrieren. Ja, ihr habt euch auf jeden Fall mal ordentlich ausgespielt, was so die Grundrissgestaltung angeht. Bisher jetzt jedes Tiny House komplett anders, ne? individuell anders. Und jetzt hier mal mit dem Sofa in der Mitte, ne? Ja, pass auf, das Haus zielt tatsächlich darauf ab, in erster Linie, sag mal, als Ferienhaustyp kann man das Haus nehmen. Ich weiß nicht, wenn du permanent hier drin leben möchtest, ob du immer hochkrabbeln möchtest über Entenstufen. Das muss immer jeder, die Frage muss jeder für sich selber beantworten. Aber wir finden, wenn du eine Möglichkeit hast, in so einem Haus Urlaub zu machen, dann ist das total toll. Mit Kindern sowieso, weil Kinder krabbeln ja gerne. Auch auf diese Hochebene kommt ihr über die Leiter. Guck mal hier, das ist die Leiter dazu. Dafür ist das ja jetzt da, ne? So. Ihr seht, also auch eine Frau ist in der Lage, das runterzunehmen. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Hier haben wir den. So. Die ist mega groß. Müssen wir noch mal einmal schauen, wie die Schuhe. Da. Mega, mega. Ah, dann hängst du die da Warte an. mal. Lass mich mal kurz gucken. So. Jetzt kannst du rein. Die steht jetzt nicht ganz, weil die Pappe da liegt, aber ansonsten du kannst drauf. Alles gut. Auch die Leiter ist so konzipiert, dass du sie, wenn du das zum Beispiel nicht oben brauchst, kannst du das als Regal nehmen. Wir haben darauf geachtet, dass die zusammengeklackt wird hier. So ist es. An der Seite. Und oben hast du auch mal Fließeinsatz, damit du das Holz nicht beschädigst. Klar. So, wie ist es da oben? Cool. Und hier habe ich nochmal einen wegklappbaren Tisch, um Ich zeige euch das den als mal. Esstisch zu nutzen. Aber den werdet ihr sicherlich kennen. Von den Schweden? Ja, genau. Sehr gut. Wir nutzen natürlich auch Dinge, die vorher gut waren. Die sind auch bei uns immer noch gut. Und ich finde den Tisch, der ist super, weil du kannst den einmal ausklappen, wenn du
zu zweit hier drin bist. Ja. Wenn du aber jetzt mehr Besuch hast, kannst du den auf der anderen Seite natürlich auch nochmal ausklappen, nimmst du raus, hast du einen riesigen großen Esstisch. Wir sind hier bei 7,20 Meter und die Entenstufe ist natürlich auch sehr platzsparend gebaut. Aber nichtsdestotrotz kannst du hier jede Tür aufmachen Ja. und auch hier den Platz ausnutzen, der da ist. Ihr seht hier, dass wir LED in den Küchenzeilen immer mit verbaut haben und auch immer im Handlauf. Gerade gegen Abend, wenn du abends im Tiny bist, oder auch wenn du dann drin wohnst, es hat eine unheimlich schöne Atmosphäre, wenn du nur diese LED-Beleuchtung anmachst und vielleicht hier und da nochmal eine Kerze. Ne? Wobei, die wirkt jetzt ein bisschen kaltweiß, ne? Ja, wir haben unterschiedliches. Ich habe auch ein bisschen mehr, was mehr in so einen sehr warmen Ton reingeht. Ja. Zeige ich euch nachher nochmal. Beleuchtung, na klar, haben wir hier auch in der Küche, weil du kannst ja nicht nur im Schmusi-Licht arbeiten, das geht nicht. So, hier haben wir jetzt mal einen kleinen Kühlschrank. Ihr wisst warum, die Funktionalität der Küche gibt nichts anderes her. Also natürlich könnte man jetzt hier hingehen und hier noch einen großen Kühlschrank hinsetzen, haben wir auch drüber nachgedacht, haben wir dann aber tatsächlich für uns verneint, weil das würde das Tiny verbauen und den ganzen Innenraum und das wollten wir nicht. Und es gibt ganz viele, die mit einem kleinen Kühlschrank super klarkommen. So, hier haben wir noch ein Mülltrennsystem drin. Da hast du die Möglichkeit, ne, nach allem Möglichen zu trennen und zu sortieren. Und ansonsten ist hier natürlich dann jetzt auch wieder der Ofen mit drin. Ne? Ihr merkt auch ein bisschen, die Fußbodenheizung arbeitet. Das ist ganz angenehm hier, ne? Ja, weil wir hier natürlich auch, das ist auch noch so eine Sache bei den Tiny-Häusern, die wärmen sich natürlich gerade im Frühjahr und im Herbst relativ schnell auf. Und das ist das Schöne, weil dann brauchst du natürlich nicht die Heizung so hochfahren. Du merkst recht schnell, wenn, ich sag mal, wie ein Tag Sonnenschein war, ist es hier drin auch wirklich angenehm. Obwohl die Heizung auf 10 Grad jetzt gerade voreingestellt ist. Guck mal, wir sind laut Heizungsanzeige hier bei 14,5 Grad. Total, ne? Hast du denn mal Rückmeldungen so von Kunden, wie das so im Sommer sich so entwickelt? Also ich sehe, ihr habt ja eine Klimaanlage. Ist es so ausreichend für diese Größe? Also tatsächlich brauchst du eine Klimaanlage. Die ist jetzt in dem Fall hier. Weil natürlich im Sommer durch die vielen Fenster und Fronten hast du ganz klar die Sonne hier drin stehen. Ich hatte im letzten Jahr bei mir im Büro zeitweise laut Klimaanlage 37 Grad. Es waren aber keine 37 Grad, sonst wäre ich, glaube ich, eingegangen. Aber natürlich, wir hatten das ja vorhin schon mal kurz, die Hitze steigt ja immer nach oben, das ist ganz klar. Das heißt, im unteren Bereich bist du im Sommer locker nochmal 10 Grad kühler als oben. Oben sammelt sich das natürlich alles. Da musst du die Fenster aufmachen, logisch, dass diese ganze warme Luft rauskommt. Du kannst ja hier gut querlüften, ne? Ja. Das ist so an allen Seiten. Genau. Und ist das hier so eine Dauerbelüftung, die hier? Ja, das habe ich leider im Juniper euch nicht gezeigt, das kann ich euch aber nachher noch bei anderen Häusern zeigen. Das ist jetzt auch ein Entlüfter, den wir auch mit einbauen. Wir haben aber tatsächlich auch eine richtige Belüftungsanlage, die wir mit anbieten, dass du einen ständigen Austausch von Frischluft hast mit verbrauchter Luft. Ja. Macht definitiv auch Sinn im Tiny, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Entweder kann man die Standardversion nehmen, dann sieht es so aus, oder du hast einen richtigen Rekuperator, nennt er sich. Das ist so ein Wärme-Umlufttauscher. Ja, und der sorgt für stetige Frischluft. Mal hörst du den, je nachdem, wenn der Wind drauf steht, wenn du von der Seite dann ein bisschen mehr Wind abbekommst, dann hörst du den auch im Inneren. Aber ansonsten arbeitet er ganz leise. Wir haben den sogar in einem Tiny auch im Schlafraum mit eingebaut. Auch der Grundriss 6, den wir vorhin uns mal angeguckt haben. Für Allergiker zum Beispiel. Ja. Die ständig Frischluft brauchen und auch sagen, Mensch, es gibt genug Leute, die damit Probleme haben. Ne? Und deswegen haben wir gedacht, Mensch, das könnte auch mal eine gute Lösung sein. Naja, es ist ja auch immer ein Feuchtigkeitsproblem. Ne? Ich meine, jetzt habt ihr natürlich das Holz hier auch schön versiegelt, was natürlich Vorteile hat, aber ich glaube, fürs Raumklima ist es ja ein bisschen schwieriger. Jetzt kann das Holz ja nicht mehr unbedingt Feuchtigkeit aufnehmen. Deswegen ist so eine Luft ist schon wichtig. ziemlich wichtig. Ne? Also ihr merkt das auch ganz schnell, wenn wir hier alle Fenster und alle Türen zu haben und wir uns jetzt hier, ich sag mal, eine Stunde unterhalten, du merkst auch, dass der Sauerstoff dann langsam verbraucht ist. Und dann ist es, ich finde, eine ständige B- und Entlüftung unheimlich wichtig in den Tiny. Ja, super. Weil ich sag mal, bei minus 10 Grad im Winter hast du nicht permanent die Fenster auf. Das machst du mal kurz. Ja. Aber selbst wenn ich jetzt hier stehe und hier das Fenster auf Kipp ist, du merkst ja die Kälte. Und das möchtest du ja nicht. Du willst ja nur Frischluft. Ja, klar. Und vor allem, wenn du nicht dran denken musst, wenn es halt sowieso da ist, dann das ist natürlich ein großer Vorteil, weil gerade das mit dem Feuchtigkeitsansammlung im Tiny House, das ist ja nicht zu vernachlässigen. Ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist auch gefährlich. Ne? Da machst du dir natürlich auch viel mit kaputt. Mach mal das Plissé noch mal bitte einmal hoch. Du siehst auch da die große Fensterfront. Können wir komplett zumachen. Ja.
dass du auch am Abend hier komplett deine Ruhe hast, deinen Sichtschutz hast. Die gibt es auch blickdicht für alle die, die ein bisschen lichtempfindlicher sind, ne? Du hast es dir da oben auch schon wieder schön verschattet, ne? Sehr schön. Ich mag dunkel. Ja? Ich bin gemütlicher. Jedes Ausstellungsstück, was du hier siehst, haben tatsächlich mein Mann und ich zusammen entschieden. Und, Da haben wir uns vorher einen Kopf wie drüber gemacht. macht ihr das denn? Dann sitzt ihr dann vor dem Ordner mit den Stoffen und Wir sagt sitzen ihr, dann so wie jedes Paar ja, und diskutieren rum und ich sage, nein, ich will das in der Farbe. Und er sagt, ich finde das aber so besser. Ja, tatsächlich ist es wirklich so. Also wir gucken uns immer an, wir haben ja von allen Muster, das zeige ich euch nachher auch. Und dann legen wir uns die Sachen zusammen. Wir legen einen Vorhang zu dem Muster vom Boden. Wir schauen, wie könnte die Küche vielleicht optisch auch noch anders sein, etc. Wir haben jetzt zum Beispiel das erste Haus mit einer grünen Küche gemacht. Ich bin totaler Fan von, also grün, ich liebe alles, was grün ist, weil ich das einfach eine total erfrischende Farbe finde. Und ich habe jetzt das erste Haus mit einer absolut grünen Küche gemacht und ich bin total gespannt. Das kommt jetzt in 2-3 Wochen, denke ich. Du musst bei uns bei Instagram, musst du ein bisschen gucken, da wirst du das nachher sehen, da werde ich das zeigen. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, weißt du, weiß kann jeder. Aber bring doch mal Farbe ins Spiel. Zeig mal was anderes. aber das macht ihr ja mehr oder minder dann hier für eure Ausstellungsfläche, wo man sich Ja, das diese machen wir. Tiny Häuser angucken kann. Genau. Und wenn ich als Kunde aber komme, dann könnte ich auch sagen, nee, ich will jetzt aber auch rosa. Oder? Ich habe tatsächlich Rosa Küche? auch solche Farbwünsche schon gehabt. Alles Ja. gut. Kannst Okay. du haben. Das Ja, ist ja, wenn du dein Haus selber konfigurierst, ne, und zu mir kommst und sagst, ich möchte jetzt, pass auf, das mit dir machen. Ich habe mir alles angeguckt, ich habe aber andere Vorstellungen. Ja. Dann, ich gehe mit allem mit, was wir umsetzen können. Wenn wir was nicht umsetzen können, dann sagen wir das natürlich ganz klar. Ja, das Bad ist ein bisschen kleiner und schmaler, das siehst du hier schon, ne? Weil wir hier auf einer Grundfläche von 7,20 Meter sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr mal reingeht, Susi, geh mal rein und dreh dich mal. Du wirst merken, es reicht absolut aus von der Größe her, dass man morgens bequem in die Dusche rein und rauskommt und auch sonst im Bad den Platz hat, den man braucht.